Hallo da draußen, neuer Freitag, neues Video. Heute möchte ich mal wieder weitermachen mit den Reviews. Und zwar habe ich mir kürzlich Uncharted Empires geholt zur dritten Edition von Kings of War. Und damit geht Mantic Games den Weg weiter, den sie auch schon in der zweiten Edition gemacht haben und gegangen sind. Da gab es ja auch bereits ein Uncharted Empires Erweiterungsbuch. Und dieses hier ist eben speziell jetzt für die dritte Edition und folgt eben dem gleichen Grundsatz. Also was hat Mantic hier gemacht? Grundsätzlich ist es so, dass Mantic eine gewisse Anzahl an Figuren produziert, also Figuren-Ranges, die sie haben. Alle Armeen, für die Mantic selbst solche Figuren produziert, sind auch im Grundregelwerk gelandet. Also alle Armeelisten sind dort zu finden, wenn ihr eben Dinge spielen wollt wie Zwerge oder auch von den neueren Einheiten, zum Beispiel neuen Armeen, die erschienen sind in der letzten Zeit oder vor allem mit der dritten Edition mit, wie zum Beispiel die Northern Alliance oder die Night Stalkers oder jetzt auch die Abyssal Dwarfs zum Beispiel. Dafür gibt es von Mantic eben eigene Figurenreihen und wollt ihr eine dieser Fraktionen spielen, dann reicht es vollkommen aus, euch das Grundregelbuch zu kaufen. Dann ist dieses Buch hier, Uncharted Empires, in keinster Weise notwendig. Was ihr hier findet in diesem Buch sind Regeln in erster Linie, aber auch Hintergrund zu weiteren Armeen, die typisch sind für Fantasy-Universen, Fantasy-Spiele, für die Mantic selbst aber keine Figuren besitzt oder aktuell nicht im Angebot hat. Eben wenn ihr zum Beispiel von früher noch Armeen habt, Imperiale oder auch die Skeven von oder auch Dunkelelfen von Warhammer Fantasy noch, dann habt ihr hier mit diesem Buch die Möglichkeit, diese Armeen jetzt auch in der dritten Edition zu spielen von Kings of War, was früher jetzt eben seitdem das Spiel erschienen ist, die neue Edition erschienen ist, nicht möglich war. Hier habt ihr jetzt die offiziellen Regeln dafür. Und was bekommt ihr in dem Buch? Also ich habe hier kurz den Inhalt schon gezeigt. Es gibt ein bisschen Hintergrund eben von der Seite 4 bis zur Seite 31. Da wird dann der Hintergrund in der Welt, die Mantic hier selbst erschaffen hat, weiterentwickelt, beziehungsweise eben für diese Fraktionen, für diese Armee im Hintergrund eingeführt. Und dann der größte Teil, wie man hier sieht, des Buches sind dann auch schon die Armeelisten. Also das startet hier mit Seite 33 und geht dann ganz durch mit Seite 106. Und ist eigentlich wirklich nur notwendig, euch das zu kaufen, wenn, wie gesagt, ihr euch dafür interessiert, eine dieser Armeen zu spielen und es eben dafür noch keine Regeln gibt im ursprünglichen Buch, also im Grundregelwerk. Und eben, wie gesagt, es gibt hier wieder eine kleine Einführung, dann gibt es eben für jede Fraktion den Hintergrund, hier Kingdoms of Men eben. Das Ganze geht hier dann durch, ist auch alles vollfarbig. Der Brotherhood, also alles dann auch mit Bildern. Wirklich schön aufgemacht, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Und hier Twilight Kindred, da geht das dann eben in Richtung der Elfen. Das sind die Dunkelelfen hier auch, sieht man dann. Quasi die Dunkelelfen-Variante von Kings of War. The Herd kann man sich so ein bisschen vorstellen, eben die Tiermenschen. Oder die Redkin, die Rattenmenschen. Und dann fängt es hier eigentlich, dann sind wir schon bei den Armeelisten und das ist gleich wieder aufgebaut. Man hat hier eben in dem Fall Brotherhood, dann hat man noch ein bisschen Hintergrund und dann fängt es eigentlich schon an mit der Armeeliste, mit den Armeelisteneinträgen, eben wieder die armeespeziellen Upgrades und Regeln und dann die einzelnen Einträge. Und das ist auch dann der Großteil des Buches, ein paar Farbseiten eben von Armeen noch, die dann drinnen sind, aber ansonsten wie auch schon im hinteren Teil des Grundregelbuchs, auch hier dann wieder gleich aufgebaut. Das sind dann hauptsächlich nur mehr Armeelisten,
die man hier dann findet. Und ich habe mich eben besonders gefreut hier, dass es jetzt die Regeln gibt für die Dunkelelfen. Wollte ich früher schon immer mal spielen. Dann gab es auch Figuren mal von Mantic, die mir sehr gefallen haben, die dann aber aus dem Angebot genommen wurden. Und ich glaube, dürfte dann der Grund gewesen sein, wieso die jetzt hier gelandet sind und eben nicht im Grundregelbuch drinnen sind. Und ja, also mehr ist eigentlich so gesehen gar nicht zu sagen, weil viel mehr ist nicht drinnen. Wie gesagt, der Großteil des Buches sind hier diese Armeelisten. Es geht eigentlich von hier, dieser ganze Teil hier, das 2/3 gut sind Armeelisten oder 3/4 sogar fast. Und nur dieser kurze Teil da vorne ist dann ein wenig Hintergrund. Und was mir besonders gut gefällt bei dem, was hier Mantic gemacht hat, also grundsätzlich Uncharted Empires, schätze ich mal, da sind sie einfach den Weg gegangen vom Namen, den sie schon in der 2. Edition hatten, dass wir als Spieler sofort wissen, aha, Uncharted Empires, man weiß sofort, was drinnen ist. Sie hätten dort natürlich auch, keine Ahnung, irgendetwas Armies of Panefor oder wie die Welt heißt, Panetor draufschreiben können. Und dann hätte sich auch wahrscheinlich jeder ausgekannt. Und was mir eben besonders gut gefällt bei dem, was Mantic hier macht, ist eben, dass sie einerseits Spielern die Möglichkeit geben, alte Armeen, die sie haben oder die sie gesammelt haben, zu spielen, von in dem Fall eben nach wie vor hauptsächlich Warhammer Fantasy, auch wenn Mantic selbst eben keine Figuren dafür produziert. Und das Ganze auf 2 für mich sehr interessante Arten, denn sie sind zum Beispiel hier nicht nur hergegangen, das ist zumindest mein Gefühl, dass sie gesagt haben, okay, wir bringen Echsenmenschen heraus, sondern sie haben hier im Speziellen Salamanders gemacht und wie so benannt, es gibt sogar Salamander-Einheiten, 1 oder 2 Regimenter von Mantic, aber eben keine ganze Armee, die man kaufen kann, das ist daher auch die hier ist drinnen. Und das ist eben etwas, das mir ganz gut gefällt, oder eine andere Sache eben, die Thematik hier mit den Silvankin oder eben auch hinten mit den Twilightkin. Dieses System mit den Themenlisten, also das bedeutet, im Falle hier von den Twilightkin wie auch bei den Silvankin, da steht eben dann bei den Army Special Rules dabei, dass es sich hierbei um eine Themenliste handelt. Und die Hauptliste, also die Masterlist, sind Elfen. Was das jetzt bedeutet, regeltechnisch ist ganz einfach. Wenn ich sage, ich will Twilightkin spielen, dann habe ich hier meine Armeeliste, die finde ich hier in dem Uncharted Empires Buch mit allen Einträgen. Aber die Twilightkin sind jetzt nicht komplett was Eigenständiges, sondern sie sind noch immer Elfen. Daher auch dieses Konzept mit dieser Themenliste und Masterlist. Man hat dann eben diese Themelist Twilightkin hier und die Masterliste davon ist eben hier Elves, wie es steht. Und dann ist darunter eben angegeben, welche Armeelisteneinträge man aus dem Hauptbuch von den Elfen nehmen darf, die man hier in dieser Armeeliste bei dieser Armee genauso verwenden kann. Und zusätzlich eben, was hier dann noch dabei ist, diese Armeelisteneinträge sind dann speziell die dann dafür gedacht sind, dass sie exklusiv für die, in diesem Fall eben Twilightkin dann sind. Und das gleiche Konzept ist dann eben auch vorne bei den Silvankin so gemacht worden, die ich jetzt natürlich schlecht vorbereitet, die man hier dann auch haben, auch hier das gleiche Thema. Wir haben auch wieder das Thema, dass sie eine Themenliste sind. Und dann eben die Masterlist ist dann eben wieder Elfen. Und dort wieder das gleiche, man hat hier Einträge, welche Armeelisten Einträge man nehmen darf vom Hauptbuch, von der Armeeliste der Elfen. Und dann eben darunter die hier im Buch, die Armeelisteneinträge, die speziell für Silvankindern gedacht sind. Und was sich dabei eben dann auch noch ändert, ist die Zugehörigkeit, wo die Elfen eben zu gut dazugehören, wechseln automatisch diese Einheiten der Elfen, wenn man sie dann mitnimmt, eben zu neutral. Oder im Fall der Twilightkin
Wenn man dann diese Elfeneinheiten mitnimmt aus der Elfenliste, dann wechseln diese vom Alignment her von gut auf eben böse. Es ist auch hier alles aufgeführt. Und damit hat dann Mantic alles zur Verfügung gestellt, dass wir Spieler die Möglichkeit haben, alle drei so typischen Varianten von Elfen, eben Hochelfen, Dunkle Elfen und Waldelfen, mit doch einem eigenen Flavor dann zu spielen. Und ich bin auch schon gespannt, was der Hintergrund bringt, denn ich habe da aus dem Buch hintergrundtechnisch noch gar nichts gelesen. Bin ich schon sehr gespannt darauf. Was hier zum Beispiel eben, weil es noch einmal zu dem Twilight Kin passt, das Thema ist, weil ich das Bild gerade sehe, man hat eben bei den Twilight Kin nicht nur das Thema, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, diese Liste zu spielen, diese Armee spielen zu wollen, diese Armeelisteneinträge von den Elfen hat und dann eben hier nur mehr dunkle Elfeneinheiten sozusagen findet, also Twilight Kin Einheiten findet, sondern man hat eben auch Gargoyles oder Butchers dabei. Und wenn man sich das jetzt ansieht, das sind eben Einheiten von den Nightstalkern. Oder auch hier Needlefangs, Shadowhulk, den man auch hier gesehen hat, der Riese, der Titan. Und die hat man hier auch zur Verfügung. Also da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel bei den Twilight Kin in diesem Fall, wie man diese dann spielen möchte. Und das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem kleinen Ausflug in das Buch. Es ist, glaube ich, nicht so teuer. Ich habe es bekommen für, ich glaube, 21 Euro oder so. Und wie gesagt, ist in keiner Weise notwendig, dass man sich dieses als Kings of War Spieler kauft, sondern braucht man in erster Linie nur wirklich dann, wenn man eine dieser Armeelisten daraus spielen möchte. Mich würde mal interessieren, wer von euch eine dieser Armeen hieraus spielt und eben nicht aus dem Grundbuch. Also bitte gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und dem Video einen Like gebt, einen Daumen hoch gebt. Und dann bis nächsten Freitag. Tschüss von meiner Seite.